Wir nehmen dich im Tutorial mit, wie wir eine neue Laptop-Hülle nähen und freuen uns natürlich, auch deine Ergebnisse zu sehen. Zum Start messen wir den Laptop aus, beginnend mit der langen Seite, einmal um den kompletten Laptop. Dieses Maß teilt man durch 2 und gibt auf jeder Seite 1,5 cm Nahtzugabe hinzu. Dann messen wir die kurze Seite, geben auch hier 1,5 cm Nahtzugabe oben und unten plus noch ca. 12 cm für die Taschenklappe. Wir brauchen 2 dieser Stoffteile und können die Ecken je nach Geschmack noch abrunden und dann beginnen wir auch schon mit dem Nähen. Ich habe mich entschlossen, die Klappe mit Baumwollstoff auf der Außenseite zu nähen in Kombination mit Softshell und die Innenseite komplett aus Baumwolle. Zum Schutz des Laptops habe ich noch eine Lage Flieseline H640 auf den Baumwollstoff aufgebügelt. Diese verbindet sich am besten mit dem Stoff, wenn man ein feuchtes Tuch erst auf die Flieseline legt und dann mit Druck 15 Sekunden an jeder Stelle das festdrückt. Als nächstes werde ich jetzt die weiße Paspel aufnähen. Das ist nicht notwendig, aber ich habe mich aus Gründen der Optik dazu entschieden. Nun folgt das Anbringen des Taschenverschlusses. Dazu zeichne ich mit einem Trickmarker einen Punkt auf die Mitte der Stoffbahn. Und die Metallstifte des Drehknopfs werden dann rechts und links von der Markierung durch den Stoff geführt. Es bietet sich an, damit der Stoff nicht einreißt, diese Stelle auch vorab mit einem Stück Snap-Pep zu verstärken. Anschließend werden Außen- und Innentasche zusammengenäht. Bitte nicht vergessen, eine Wendeöffnung zu lassen. Und es empfiehlt sich auch, dass man die Nahtzugaben zurückschneidet, bevor man die Tasche wendet, damit keine Wulste am Taschenrand entstehen. Nun tausche ich den Nähfuß 1C gegen den Blindstichfuß 5. Dieser verfügt über ein Führungsblech und mit diesem kann man wunderbar in der Linie zwischen Paspel und Stoff langfahren und so die Tasche knappkantig absteppen. Gleichzeitig kann man dabei die Wendeöffnung schließen und auch die Seitenteile der Laptoptasche verschließen. Die 4 Lagen Softshell und die Lage Vlies waren für die Bernina 480 überhaupt kein Problem. Abschließend wird jetzt noch die Öse für den Drehknopf angebracht. Dazu nehme ich wieder meinen Trickmarker, male mir die Öse direkt auf dem Stoff auf, schneide anschließend an dieser Stelle ein kleines Loch und dann werden die beiden Ösenteile verbunden und schon ist die Tasche fertig.